Hier Munition vollständig feststellen. Die 3,7 cm Panzerabwehrkanone 36 ist ein aus der Vorkriegszeit entwickeltes Geschütz zur Abwehr gegnerischer Kampfwagen. Die Entwicklung des Geschützes stammt noch aus der Zwischenkriegszeit, aus der Zeit der Reichswehr, als Panzerfahrzeuge der Armeen in ganz Europa noch relativ schwach gepanzert waren, wenn man das vergleicht mit den Fahrzeugen, die man aus den großen Aufnahmen des Krieges kennt. Die 3,7 cm Pak 36 war ein sehr effizient konstruiertes Geschütz und gilt nicht umsonst als eines der besten Geschütze, die in Europa zu ihrer Zeit zur Verfügung waren. Mit dem Verlauf des Krieges wurden feindliche Panzerfahrzeuge aber auch immer stärker gepanzert, immer manövrierfähiger. Und das machte die Pak 36 dann mit Dauer des Krieges obsolet. Die Nachfolgemodelle, die daraufhin eingeführt wurden, wurden immer durchschlagskräftiger, aber auch immer schwerer, was am Ende auch die Entwicklung der Panzerabwehrkanonen auf Selbstfalllafette beschleunigte. Wir haben in der Mitte das Rohr der Kanone, damit auch das Herzstück. Das Rohr befindet sich auf der Rohrwiege und ist von vorne durch einen Schutzschild geschützt. Der Schutzschild bietet Schutz vor Feuer durch Handwaffen und vor Schrapnell, die zum Beispiel durch Granatexplosionen hervorgerufen werden. Unter der Rohrwiege befindet sich die Stelleinrichtung, beziehungsweise die Stelleinrichtung auch Teil der Rohrwiege. An dieser findet sich die Aufhängung für die vertikale sowie für die horizontale Richtung bzw. Justierung der Kanone. In dieser Richteinrichtung war der Schütze 1 des Geschützes, der Richtschütze, in der Lage, das Kanonenrohr zu bewegen und auch ein Ziel zu verfolgen, welches sich in Bewegung befindet, ohne dieses zu verlieren. Der Abzug des Geschützes befindet sich an der vertikalen. Über der Stelleinrichtung befindet sich das Zielfernrohr des Geschützes. Das Zielfernrohr verläuft parallel zum Rohr und stellt sich selbstverständlich mit Bewegung des Rohres mit. Der Schütze 1 visiert das Ziel durch das Zielfernrohr an und kann währenddessen die Stelleinrichtung des Geschützes bedienen. An das halbautomatische Geschützrohr, bzw. das Geschützrohr mit dem halbautomatischen Verschluss, welches über einen Rohrrücklauf verfügt, ist ein kleiner Schutzschild angebracht. Da das Geschütz bis zu 40 cm zurückwandert nach jedem Schuss, läuft der Schütze 1 in einer enormen Stresssituation Gefahr, hinter den Rücklauf des Geschützes zu kommen und sich dadurch schwere Verletzungen zuzufügen. Der Schild dient dem Schützen 1 dabei als Punkt, an den er sich lehnen kann, um dadurch auch keine Verletzung erleiden zu müssen. Unter der Rohrwiege und der Stelleinrichtung befindet sich die Lafette des Geschützes. Die Lafette besteht aus der Achse und den Holmen. Die Holme enden in Erdsporn, die beim Schuss oder für den Schuss in den Boden eingegraben werden, um den Rückstoß des Geschützes abzufangen. Die Achse der Kanone beinhaltet eine Federung. Die Federeinrichtung hat den Zweck, das Geschütz, man kann sie sperren, um das Geschütz für den Schuss stabil zu halten. Und man kann sie lösen, um dem Geschütz für die Fahrt die nötige Federung zu geben, damit es beim Transport nicht sprengt. Auf der Unterseite der Lafette ist ein kleiner Zusatzschild angebracht, welcher nach unten abgeklappt werden kann, um die Füße der Packbesatzung gegen Beschuss zu schützen. Dieser Schild kann hochgeklappt werden, um bei Bedarf beim Transport nicht mit dem Boden zu kollidieren. Wie bereits erwähnt, wird das Geschütz vom Schützen 1 bedient. Das Rohr stellt das Geschütz auf das Ziel ein, visiert das Ziel an und feuert das Geschütz auch ab. Unterstützt wird er bei der Bedienung des Geschützes durch den Schützen 2, welchen man auch als Ladeschützen bezeichnen könnte. Dieser ist dafür verantwortlich, die Munition in das halbautomatische Schloss des Geschützes zu laden, welches hier leider durch die Deaktivierung der Kanone nicht möglich ist. Und bestätigt das durch eine Fertigmeldung an den Schützen 1, welcher daraufhin auf Kommando des Geschützführers den Schuss abfeuern kann. Der Schütze 2 erhält seine Unterstützung durch den Schützen 3. Der Schütze 3 assistiert den Schützen 2, indem er diesen die Munition anreicht.
welche jener dann in den Verschluss des Geschützes einfügen kann. Der Schütze 3 hat gleichzeitig die Verantwortlichkeit, die Munition sortiert und gereinigt zu halten und reicht die vom Gruppenführer befohlene Munitionssorte an. Für das Geschütz stehen 2 verschiedene Sorten Munition zur Verfügung: die Panzergranatpatrone und die Sprengpatrone. Die Panzergranatpatrone wird verwendet, um gepanzerte feindliche Fahrzeuge bekämpfen zu können. Die Sprengpatrone hingegen wird genutzt, um Weichziele zu bekämpfen, aber auch Unterstützungsfeuer auf befestigte feindliche Stellung zu geben. Welche Munition zum Bekämpfen welches Zieles benötigt wird, bestimmt der Gruppenführer und gibt diese Informationen an die Panzerabwehr-Kanonenbesatzung weiter. Diese Information wird über die Meldekette zwischen Schützen 1, 2 und 3 weitergegeben und dann von einem Soldaten zum nächsten wieder quittiert, bis das beim Gruppenführer wieder angekommen ist. Auf Befehl des Gruppenführers wird dann das Feuer eröffnet. Das kann durch befohlene Einzelschüsse geschehen oder durch die Möglichkeit für den Schützen 1, den Feuerkampf selbstständig zu führen. Aber auch das wird durch den Geschützführer befohlen. Das letzte Mitglied der Besatzung der Panzerabwehrkanone ist der Schütze 4. Der Schütze 4 befindet sich ein gutes Stück abseits des Geschützes. Seine Aufgaben sind es, die Munition für das Geschütz zu verwalten, zu zählen, immer für ausreichenden Nachschub an Patronen zu sorgen und bei Bedarf als Melder für die gesamte Besatzung zu fungieren. Gleichzeitig stellt der Schütze 4 eine Verbindung dar zum Kraftfahrer. Der Kraftfahrer ist ein angeflanschtes Mitglied des Trupps und bewegt die Zugmaschine für die PAK, da diese auf lange Distanzen nicht durch die kleine Besatzung bewegt werden kann. Zur Panzerabwehrkanone gehört eine ganze Bandbreite an Zubehör. Unter anderem sind das die Munitionskisten mit den zugehörigen Patronen, genauso wie eine Reinigungsausstattung, welche an den Holmen der Kanone montiert ist. Unter dieser Zeltbahn, welche gleichzeitig als Sitz für den Schützen 2 angebracht wurde, befindet sich die stabförmige Reinigungsausstattung für die Panzerabwehrkanone. Vor der Reinigungsausstattung ist seitlich an den Holmen eine Schleppleine befestigt. Schütze 2. Diese Schleppleine wird dazu benutzt, das Geschütz in einem Zug, in einem sogenannten Mannschaftszug, über längere Distanzen bewegen zu können. Diese Leinen werden mit Hilfe eines Schlaufgurtes bzw. eines Umhängegurtes angelegt und dienen dazu als Unterstützung zur Kraftübertragung auf das Geschütz. Auf diese Weise kann das Geschütz mit relativ wenig Kraftaufwand durch die Besatzung auch über größere Strecken bewegt werden, was aber auch ein erheblicher Kraftaufwand für die Besatzung ist. Also das Geschütz über eine größere Strecke zu bewegen, in Stellung zu gehen und den Feuerkampf aufzunehmen, ist wirklich nur einer gut ausgebildeten Besatzung zuzumuten. Und die Effizienz des Ganzen beeinträchtigt sich dabei durch die zurückgelegte Strecke. Wie bereits erwähnt, ist die PAK 36 im Verlaufe des Krieges immer weiter obsolet geworden. Die Durchschlagskraft der Kanone reichte nicht aus, um die moderneren feindlichen Panzer zu durchschlagen. Daher wurde das Geschütz in erster Linie durch neuere Modelle abgelöst. Da jedoch extrem viele Modelle dieses Geschützes bereits in Dienst gestellt waren und die nicht einfach zur Verschrottung freigegeben werden können, da die ja noch gebraucht werden, wurde eine Kampfwertsteigerung für die Panzerabwehrkanone eingeführt. Die Kampfwertsteigerung erhielt sie durch ein einschüssiges Panzerabwehrmittel, und zwar die Stielgranate 41. Diese Stielgranate musste auf die Mündung des Geschützes aufgesetzt werden, beinhaltete eine Hohlladung und war damit mit einem einzelnen Versuch in der Lage, auch stärkere feindliche Panzermodelle wirksam zu bekämpfen. Die Reichweite war sehr gering und die Gefährdung für die Besatzung für das Aufstecken dieser Granate sehr hoch. Dementsprechend war das Geschütz auch weiterhin nicht unbedingt beliebt, wenn es darum ging, feindliche Panzer zu bekämpfen. Die PAK 36 erhielt dadurch, durch die Besatzung, die Lanzer, die Kräfte, die durch diese PAK unterstützt wurden, den liebevollen Beinamen Panzeranklopfkanone oder auch Panzeranklopfgerät. Wenn euch diese kleine Dokumentation über die PAK 36 gefallen hat, abonniert, lasst uns ein Like da und dann bis zum nächsten Mal. Mannschaft, aufgepasst! Feindlicher Kampfwagen, 250 Meter. Panzergranatpatrone laden. Panzergranatpatrone laden. Panzergranatpatrone. Geladen. Laden. Ready mal zum Schuss. Schuss. Korrektur, 200 Meter. Jawohl. Feuer!